Es geht nicht um Erziehung, wir müssen das Kind nirgendwo hinziehen, sondern es geht um Beziehung. Es geht nicht darum, eben aus dem Kind etwas zu machen, das jetzt unseren Vorstellungen entspricht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Die heutige Folge richtet sich an alle Eltern oder diejenigen, die darüber nachdenken, Eltern zu werden. Denn es geht heute vor allem darum, einmal zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn, das Kind einfach Kind sein zu lassen. Das heißt, nicht unbedingt die klassische Erziehung anzuwenden, die die allermeisten von uns wahrscheinlich selber erfahren haben, sondern es anders zu machen und das Kind sich einfach selbst entwickeln zu lassen. Das heißt, ganz viel spielen. Das und mehr ist Inhalt dieser Folge, denn mein heutiger Podcast-Gast ist Elternkunstcoach. Sie hat ein Konzept entwickelt, bei dem es sich komplett darum dreht, welche Haltung Eltern denn einnehmen sollten, damit das Kind einfach sich auch gut entwickeln kann. Und zwar ganz ohne Erziehung, sondern mit einer gesunden Beziehung zwischen Eltern und Kind. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, dass wir darüber sprechen können. Wir werden auch über das Thema Unschooling sprechen, was das dann ist. Das und mehr jetzt hier und damit begrüße ich Sie recht herzlich. Hallo Doris Gantenbein. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank, liebe Michelle. Wir sprechen heute über ein Thema, das ich selber noch gar nicht im Podcast hatte, deswegen freue ich mich drauf, weil es ein spannendes Thema ist, was ja auch sehr viele Menschen betrifft, und zwar ein Stück weit das Thema Elternsein. Auch das hat ja ganz viel mit Erfolg zu tun, letztlich auch dem Erfolg, den das Kind wahrscheinlich im Laufe seines Lebens hat, denn man legt ja als Eltern ein Stück weit auch die Basis oder ermöglicht eben dem Kind, ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, seine eigene Basis zu entwickeln und das, was es mitbringt, auch zum Blühen zu bringen. Hol uns doch gerne mal ab, was ist Elternkunst? Ja, bei Elternkunst geht es wirklich um das Wahren der Einzigartigkeit, die eben jedem Menschen angeboren ist, also von allem Anfang an wirklich da ist. Und da dürfen wir gerade als Eltern, aber auch alle anderen Menschen, die mit diesen Wesen zu tun haben, mit diesen kleinen Wesen noch, großen, kleinen, dass wir einfach wirklich ganz behutsam umgehen, damit wir das nicht kaputt machen. Weil es ist alles da, es ist wirklich alles da. Und ja, da dürfen wir einfach auf diese Einzigartigkeit eingehen und ja, so diese Einzigartigkeit halt wirklich so annehmen, wie sie ist. Und es geht nicht darum, eben aus dem Kind etwas zu machen, das jetzt unseren Vorstellungen entspricht oder dass wir das Kind irgendwie in eine Form reindrücken, so wie es eben uns als Eltern gefällt, so wie es die Gesellschaft erwartet, sondern wirklich einfach, dass das Kind sich ausdrücken kann, dass es seinem inneren evolutionären Impuls folgen kann und dass eben letztlich auch so diese Herzbeziehung zwischen Kind und seinen Eltern, dass das gewährleistet ist. Jetzt gibt es ja heutzutage ganz viele Coaching-Programme, auch vor allem für eben Einzelpersonen, für in der Regel Erwachsene, die das Ganze machen, für das Thema Elterncoaching, was ja ein Stück weit auch euer Erfolgsgeheimnis ist, also Teil eures Ansatzes, ne, dass man eben auch als Elternteil bei sich hinguckt in der Rolle des Elternseins. Was genau ist so der Punkt, wo ihr sagt, da müssen speziell Eltern eben drauf gucken? Also das unterscheidet letztlich euren Ansatz von einem normalen, ich kümmere mich um mich, damit ich mit allen Menschen, nicht nur mit Kindern, besser umgehe. Ja, genau. Also wir unterscheiden uns einfach von der klassischen Erziehung. Um die bedingungslose Liebe und das leuchtet vielen noch ein, ne? Weil die allermeisten Eltern, die lieben ja ihr Kind. Entscheidend ist jedoch, dass diese Liebe auch wirklich ankommt, dass das Kind das spüren darf, dass sich das Kind gesehen fühlt und einfach auch angenommen fühlt, ebenso wie es ist und nicht so, wie es zu sein hat. Und genau das zeige ich natürlich den Eltern, die mit mir zusammenarbeiten. Es hat unterschiedliche Eltern mit dabei. Einige, die kommen wirklich, weil sie große Probleme, große Herausforderungen und ständige Kämpfe mit dem Kind haben. Und wieder andere, die kommen, weil sie bei mir die Ausbildung zum Elternkunstcoach machen wollen und nachher auch dieses Wissen weitergeben möchten und somit so in ihre eigene Selbstständigkeit starten können.
Kommen die Eltern in der Regel früh zu euch? Also sprich, wenn das Kind entweder auf dem Weg ist oder gerade geboren ist? Oder gibt es eben auch Eltern, deren Kinder vielleicht schon, ich weiß nicht, 9, 10, 12 Jahre alt sind, in der Pubertät steht kurz bevor und sie beschäftigen sich dann damit, weil sie jetzt diese Herausforderung haben? Wie ist das so? Also ganz unterschiedlich, aber mehrheitlich schon eher Eltern mit noch jüngeren Kindern. Sobald dann irgendwie die Trotzphase kommt, die es ja gar nicht gibt. Wir sagen immer, es gibt nur trotzige Eltern. Aber dann kommen sie, weil sie merken, oh, so habe ich mir das Elternsein nicht vorgestellt. Es sind so viele Kämpfe und alle sagen immer, wie schön das ist, aber nicht bei mir. Und dann können wir hinschauen und sie merken dann auch, aha, bei Elternkunst und bei der Doris, die sagt nie, du gehst jetzt hin und veränderst das beim Kind. Weil wir schauen bei uns selber hin, bei den Eltern, und die Veränderung geschieht in uns selbst. Und dann automatisch natürlich wieder auch im Außen beim Kind. Also wenn zum Beispiel die Mama so nervös ist oder einfach wirklich so gar keine Energie mehr hat und ständig ausrastet, dann spiegelt das natürlich das Kind. Und wenn dann die Mama plötzlich so in eine Leichtigkeit reinkommt, entspannt wird und einfach auch bei sich ganz viel verändert hat, dann strahlt sie eben auch das wieder aus und plötzlich ist Harmonie in der Familie. Es kann manchmal tatsächlich ganz einfach gehen. Hast du noch so ein weiteres Beispiel, vielleicht auch eins, was ja darüber auch was sagt, wie schnell das Ganze vielleicht auch greift, weil wahrscheinlich ist das ja schon ein Prozess, also natürlich mindestens bei dem Elternteil das Ganze zu verändern, aber wahrscheinlich auch ein Stück weit, bis das dann beim Kind ankommt. Hast du noch so ein Beispiel aus dem Alltag und wie ihr dann mit dieser Situation umgeht? Ja, also manchmal kann es auch tatsächlich ganz, ganz schnell gehen, wenn man eben die richtigen Tools hat. Und ja, ich suche jetzt gerade nach einem Beispiel. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen den Live-Call, wo wir immer eintauchen in der Ausbildung, wo wir dann Fragen beantworten. Und da war auch eine Mama und sie hat erzählt, dass sie selber einfach immer so im Stress ist. Und von da nach dort und einfach so viel und so nicht zur Ruhe kommt. Und sie hat dann gelernt, sich selbst zu managen. Also die Zeit kann man ja nicht managen, aber sich selbst. Und da haben wir auch ganz spannende Tools und das ist ihr wirklich gelungen. Und dann sagt sie, jetzt ist es auch bei den Kindern ganz ruhig geworden. Die brauchen einfach vielfach bisschen mehr Zeit, weil die sind ja die Künstler der Langsamkeit. Und wenn wir dann ständig drängen und selber so im Stress sind, kommen die nicht zur Ruhe. Und plötzlich konnte sie das ihren Kindern vorleben und es hat sich so vieles entspannt. Und das ist immer so berührend, wenn man merkt, oh, ja, jetzt ist die Schraube am richtigen Ort gedreht worden und dann geschieht es einfach fast von alleine, weil die Kinder einfach aufsaugen, was wir Eltern ihnen vorleben und auch die Umgebung, die wir ihnen zur Verfügung stellen, in denen sie mit uns oder auch mit anderen sind, auch wenn sie auswärts sind, ist immer Umgebung und das prägt unglaublich. Funktioniert das Ganze auch später, wenn die Kinder in der Pubertät sind? Also ich kann mir jetzt gerade so vorstellen, bei kleinen Kindern genau das, was man ausstrahlt, das funktioniert. Aber ich glaube, wir wissen auch alle, ne, wenn man in der Pubertät ist, dann ist es oft egal, wie die Eltern sich verhalten. Also ob sie die Ruhe selbst sind oder ob sie drauf eingehen auf die Provokation. So oder so ist man ja ein Stück weit dagegen. Habt ihr auch da Ansätze, wie man damit umgeht? Ja, es ist spannend, weil als unsere Kinder klein waren, da bekamen wir häufig zu hören, ja, ihr habt halt einfach Glück mit euren 3 Kindern. Und das ist halt nicht bei allen so. Und wartet ihr nur, bis die dann in die Pubertät kommen, dann werdet ihr dann schon auch sehen. Und das war nicht der Fall. Ja, also da sind junge Menschen, haben den Übergang ins Erwachsenensein gemacht und
die mussten sich nicht befreien, das waren schon freie Menschen. Die mussten nicht rebellieren gegen irgendetwas, das ihnen keinen Sinn ergab. Und ja, dadurch, dass sie natürlich auch nicht zur Schule gegangen sind und wir wirklich pures Unschooling praktiziert haben, also sie wurden auch nicht unterrichtet, es wurde ihnen nicht vorgegeben, wann sie was zu lernen haben und welche Hausaufgaben und so weiter. Ja, da fühlten sie sich einfach frei, sie fühlten sich gesehen, sie fühlten sich auch genährt. Also das war nicht nötig, irgendwo auszubrechen, weil sie schon diese Freiheit hatten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch, weil sie sich gesehen fühlten. Und das bedeutet nicht, dass wir immer einer Meinung waren. Also es gab auch unterschiedliche Meinungen innerhalb der Familie und das ist auch okay. Da kann man auch darüber diskutieren und schauen, ja, wie kann ich jetzt den anderen verstehen? Und ja, so auch wieder gemeinsam eine Lösung finden, die sich dann für alle stimmig anfühlt. Das Thema Schulpflicht oder eben ja Unschooling kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vielleicht noch eine Nachfrage, gerade mit Blick auf das Thema Pubertät, weil das ist ja auch was, wo viele sagen, von wegen, also es geht ja nicht nur darum zu rebellieren, sondern auch ein Stück weit sich halt abzunabeln, noch von den Eltern als eigene Person zu existieren. Das kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall schon gegeben ist, auch ohne eben dieses Rebellieren. Was aber vielleicht noch so ein Punkt ist, den ich auch schon ein paar Mal irgendwie gehört habe von anderen Eltern, ich selber habe ja keine Kinder, ist so dieses Thema, sie entwickeln ja auch eine gewisse Frustrationstoleranz oder ähnliches, wo sie dann später eben im Leben, wo es eben nicht immer alles diese Rahmenbedingungen mitbringt, die eben zu Hause im schönen Familienleben gegeben sind, wie sie damit dann zum Beispiel auch umgehen, wenn eben das Leben mal nicht so ihnen diesen freien Rahmen ermöglicht, wenn sie zum Beispiel in einen Job gehen und es da halt irgendwann nicht passt oder auch mal ein bisschen ja anders zugeht. Ist das so ein Thema, was ihr auch irgendwie beleuchtet oder worüber ihr auch zumindest sprecht mit euren Kunden oder auch den Menschen, mit denen ihr arbeitet? Also da sprechen wir selbstverständlich auch darüber, klar. Und spannend ist einfach auch, dass die Gesellschaft, die hat ein ganz bestimmtes Bild, wenn sie hört, diese Kinder gehen nicht in die Schule. Und da kommen sofort ganz, ganz viele Vorurteile. Und wie oft mussten sich unsere Kinder anhören, wenn ihr nicht zur Schule geht, dann bekommt ihr dann aber nie einen Job, ja. Oder Eltern sagten uns, ja, wenn die einfach ausschlafen dürfen. Und das haben die jeden Tag gemacht, jahrelang. Und das bedeutete, dass sie um 6 Uhr morgens aufgestanden sind. Und die sind so unglaublich pünktlich. Obwohl die ganze Umgebung gesagt hat, dass wenn sie das nicht lernen, können sie das nicht. Aber die haben die Selbstverantwortung übernommen. Ja, also die waren ja dann auch in Vereinen, im Sport und die waren immer pünktlich. Das war ihnen so wichtig. Sie konnten gar nicht verstehen, dass die meisten anderen nicht pünktlich waren. Ja, und unsere älteste Tochter hat sich dann später entschieden, dass sie jetzt noch die Matura macht. Ich glaube, ihr sagt Abitur. Und sie war da die Musterschülerin, weil sie einfach wollte, sie sagte, ich mache das jetzt in 2 Jahren. Es gab ganz vieles, ja, wo sie dann eintauchen musste, was ganz neu für sie war. Und sie hat das gemacht und auch die Prüfungen als Klassenbeste bestanden. Und das sage ich nicht, weil ich so stolz bin. Mir sind diese Noten überhaupt nicht wichtig, aber die Leute glauben es einfach nicht. Die können sich nicht vorstellen, dass solche Kinder dann fleißig sind, weil die sind immer fleißig. Also auch wenn die tagelang, ja nicht nur Tage, Wochen, Monate, Jahre lang einfach gespielt haben, statt Schulhefte ausgefüllt. Da war immer etwas, die haben immer gearbeitet. Also Spielen ist der Hauptberuf des Kindes und da passiert so unglaublich viel. Und wenn das alle Leute mal realisieren würden, man würde wirklich die Kinder einfach spielen lassen. Also nicht Computerspiele und auch nicht elektronische Spiele, auch nicht konditionierte, sondern wirklich das natürliche Spiel. Ja, da können sie aufblühen.
Sehr schön, ja, auf jeden Fall. Es gibt ja dieses schöne Bild, ich weiß nicht, ob du das kennst, was auf Social Media auch immer mal wieder so kursiert. Letztlich ist da wie so eine Schlange quasi an Menschen. Man könnte es jetzt auf junge Menschen übertragen und dann gehen sie quasi irgendwie zu so einem Tisch oder durch so einen Torbogen durch. Nach vorher sind sie alle bunt, kreativ, individuell und hinterher quasi kommen sie dann alle gefühlt als ja, Gruppe letztlich raus. Ein Stück weit ist das ja auch so ein bisschen die Kritik am Schulsystem unter anderem oder generell an dem Konzept, was die Gesellschaft als richtig erachtet, dass wir halt alle da als verschiedene Menschen reinkommen und dann in ein System gepresst werden und dadurch alle sehr ähnlich oder sehr gleich werden. Insofern finde ich das einen sehr schönen Ansatz, den ihr da verfolgt, zu sagen, hier diese Individualität, die wollen wir erhalten. Letztlich auch die Kreativität, die ja, glaube ich, immer wichtiger wird, gerade in den aktuellen Zeiten, wo eben viele Jobs auch durch Maschinen gemacht werden können, ist Kreativität, die gerade auch vor allem Kinder eben nachweislich deutlich mehr verfügen als die meisten Erwachsenen, extrem wichtig und zunehmend wichtiger. Ja, das ist tatsächlich so. Und es bezieht sich ja nicht nur auf Thema Schule. Also gerade in der Ausbildung, wo ich immer wieder spannende Menschen mit dabei habe, da merke ich auch immer wieder diese Glaubenssätze, die in unserer Gesellschaft stecken. Sie sind so unglaublich stark. Und daran arbeiten wir, weil es geht nicht ohne. Da dürfen wir hinschauen, alle, und sukzessive einfach auflösen und immer mehr wieder diese Verbindung zu uns selbst herstellen. Ja, das ist letztlich das Wichtigste. Dann werden wir auch frei und unabhängig vom Außen. Das ist auch immer so ein großes Thema. Was denken denn die anderen von mir? Ja, also das kennen wohl alle. Und irgendwann merkt man, ja, egal wie sehr ich mir Mühe gebe, sie denken ja eh, was sie wollen. Auf jeden Fall. Ja. Also seit ich aufgehört habe, mir darüber Gedanken zu machen, was ja durchaus ein Thema ist, wenn man in die Sichtbarkeit geht, mit einem Podcast zum Beispiel, seither geht es mir deutlich einfacher, weil es mir einfach komplett egal geworden ist und ich weiß, wofür ich das mache, ich weiß, wofür ich stehe und das ist letztlich das Wichtigste. Ja, man kann sowieso nie allen recht machen und deswegen kann man sich die Energie auch sparen und einfach seine Sachen verfolgen. Natürlich immer respektvoll gucken, dass man niemanden jetzt irgendwie an Karren fährt, aber einfach sein Ding machen und das durchziehen. Schön. Du hattest jetzt eben, das Thema müssen wir auf jeden Fall ansprechen, weil sonst, ich sehe schon die Kommentare zu der Folge, ist das ganze Thema Unschooling versus ein Stück weit natürlich auch die Schulpflicht, die jeder irgendwo kennt, vor allem hier in Deutschland. In der Schweiz ist es, glaube ich, nicht anders. Es ist erstmal ein Thema, was man als normal ansieht. Deswegen, erste Frage, definiere noch mal ganz kurz, was ist Unschooling? Vielleicht auch in der Abgrenzung zum Homeschooling, was ja auch einige Menschen vom Begriff her kennen. Ja, das verwechseln natürlich ganz viele und werfen das in einen Topf und das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Also im Homeschooling ist tatsächlich so, dass wirklich zu Hause Schule gespielt wird. Also die Mutter ja, ist tatsächlich meistens die Mutter, die dann die Rolle des Lehrers übernimmt und sie arbeiten mit den Schulheften und nach Lehrplan, zum Teil sogar Prüfungen, Stundenplan und alles. Und das ist eine ganz andere Haltung dahinter als beim Unschooling, weil im Unschooling geht es nicht darum, dass wir einen Lehrplan abarbeiten, sondern eben um diese Einzigartigkeit des Kindes, dass es wirklich sich ausdrücken kann, dass es in seinem Tempo lernen kann. Und zwar das, was von innen nach außen kommt. Und dazu braucht es natürlich auch eine Umgebung, die inspirierend ist, die auch entspannt ist, weil das ganz wichtig ist, damit überhaupt Lernen stattfinden kann und die auch ganzheitlich ist. Und ja, so haben wir dann auch unser Kinderhaus bei uns zu Hause. Ja, ist das entstanden. Und sie konnten da einfach wirken. Und das macht ja schon jedes Baby. Ja, das ist tagtäglich nur am Lernen. Also es lernt auch laufen, man muss ihm das nicht beibringen. Da beginnt's ja schon. Wir meinen, wir müssen dem Kind das Laufen beibringen und stellen es auf und halten die Arme hin und springen meine Arme. Und das ist alles nicht nötig. Es lernt das, ohne dass wir da nachhelfen. Aber natürlich, es sieht uns Erwachsene, wir laufen, wir tun gewisse Dinge und sie wollen ja alles nachahmen. Es sind so viele Ängste da.
Was ist denn ein Kinderhaus letztlich, was ihr bei euch eingerichtet habt? Also es waren einfach lauter Inspirationen da für die Kinder. Also wir hatten ganz viele Möglichkeiten, wo sie sich bewegen konnten. Da hingen Seile von der Decke. Wir haben so viele Holzdecken, da konnten wir die gut raufschrauben. Wir hatten ein Hüpfzimmer, wo sie wirklich hüpfen konnten, bewegen konnten, turnen konnten. Wir hatten aber auch, also wir hatten auch Werkbank, wo sie werken konnten, ein Malatelier, Musikinstrumente, aber auch Bücher, ganz, ganz viel Bücher. Und in einem Haus, wo gelesen wird, will ein Kind früher oder später automatisch auch lesen. Es geht gar nicht, dass es das nicht will. Und ja, wir hatten einfach ganz viel Materialien, wo wir den Kindern bereitstellten, waren auch wirklich für sie da, haben geschaut, wenn wieder neue Interessen hochkamen, ja, wie können wir diesem Bedürfnis gerecht werden? Also das war ein ständiger Prozess, dieses Kinderhaus, also diese Lern- und Spielumgebung zu gestalten. Und das macht auch unglaublich viel Spaß. Auf jeden Fall, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall auf das Thema zu sprechen kommen, und zwar das Thema Schulpflicht. Wie seid ihr damit umgegangen und wie ist das heute? Beziehungsweise, also wenn die Leute zu euch kommen, wird das ja auch ein Thema sein. Ist das heute anders, als es damals vielleicht bei euch auch war? Nicht viel anders. Wenn, dann einfach noch ein bisschen verschärfter wieder. Damals, das sind jetzt doch schon über 20 Jahre her, als wir da gestartet haben, da waren die Behörden sehr offen und bei uns in der Schweiz ist das eine kantonale Angelegenheit. Es hat 26 Kantone und 26 unterschiedliche Regelungen. Und es gibt sogar Kantone, da ist in jeder Gemeinde wieder anders geregelt. Und bei uns waren die sehr offen, die fanden, aha, das klingt ja mal spannend und wir sind da sehr neugierig, wie das klappt bei euch. Also das dürft ihr machen natürlich. Wir hatten schon ein paar Auflagen, aber das haben die nicht so ernst genommen, wir auch nicht. Und erst später dann ja, hat es so fast ein bisschen wie ein Tourismus gegeben, dass wirklich Leute aus anderen Kantonen in unseren Kanton gezogen sind. Das war oder ist immer noch Appenzell-Ausserrhoden, auch von Deutschland ganz viele. Und dann wurde es ein politisches Thema, so dass sie dann enger geschnürt haben, um wirklich das ein bisschen abzuwehren. Ist aber bis heute erlaubt, jedoch sehr unschooling unfreundlich. Aber halt einfach für die Homeschooler, wenn man so den Lehrplan und alles durcharbeitet, für die ist das sehr leicht machbar. Es hat einige Kantone in der Schweiz, wo Homeschooling erlaubt ist. Unschooling ist nirgends erlaubt. Also da sollte man gar nicht erst zu den Behörden gehen und sagen, hallo, wir machen da mal Unschooling. Das ist ein rotes Tuch. Also benutzt bitte dann auch die Behördensprache. Bei uns hieß es häuslicher Unterricht, häufig auch Bildung zu Hause. Also das findet man dann raus, ja, welche Sprache der Ort spricht, wo man zu Hause ist. Aber tendenziell werden einem schon viele Steine in den Weg gelegt. Und immer mehr, weil auch immer mehr Familien das machen wollen. Also es passt nicht zusammen. Es müsste eigentlich immer offener werden. Unsere Erfahrung ist jedoch, wer das machen will, findet einen Weg. Und alle anderen, die finden irgendwelche Gründe, weshalb es jetzt halt doch nicht geht. Was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, jetzt auch im Zusammenhang mit Elternkunst. Wir haben eine ganz bestimmte Haltung gelebt, also diese Elternkunsthaltung, wir nennen es auch wahrende Haltung, wo es wirklich um diese bedingungslose Liebe, gleichwürdiger Respekt, das Gewahrsein geht. Und wir haben beobachtet, dass das ganz vielen nicht wichtig war, dass die Kinder oftmals wirklich auch erzogen wurden mit Manipulationen, mit Machtspielen und das wollten wir nicht. Und wir haben gleichzeitig auch gesehen, dass es
Familien gibt, die die Kinder in eine Schule schicken und dass aber diese Kinder zu Hause sehr wohl gesehen werden. Natürlich nicht alle, aber man kann es wenig generalisieren. Und deshalb ist Elternkunst auch losgelöst vom Unschooling. Also ich arbeite mit vielen Eltern, die Schulkinder haben und da ganz fest profitieren können, weil sie eben das Kind nach der Schule oder in der schulfreien Zeit dann ganz anders begleiten, als es andere Eltern machen. Und das ist spannend. Obwohl natürlich mit Schule hat man ein paar Herausforderungen sicher mehr als einfach ohne. Auf jeden Fall, ja. Super spannend. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele weitere Tipps, wie ich das Ganze umsetzen kann. Das können wir aber jetzt gar nicht alles in dieser Podcast-Folge covern. Deswegen, ich weiß, du hast auch ein Buch geschrieben. Wo kann ich mich denn sonst noch informieren über das, was ihr macht, bevor ich dann vielleicht mal direkt in den Kontakt trete mit dir? Ja, also sind auch auf Social Media vertreten, Instagram, Telegram, LinkedIn, Facebook. Da kann man auch in Kontakt kommen oder natürlich einfach über die Webseite elternkunst.ch, wo man auch unsere beiden Bücher bestellen kann. Das eine ist wirklich so, es geht um das Wahren der Einzigartigkeit, wie wir das mit unserem Weg ohne Schule umgesetzt haben. Und das andere ist das Herzbuch, wo wirklich diese innere Haltung genauer beschrieben wird, auch mit ganz konkreten Übungen, dass man einfach wieder in diese Herzverbindung kommt mit dem Kind. Egal ob Schule oder keine Schule. Das ist entscheidend und trägt eben ganz fest auch zur Kooperationsbereitschaft auf beiden Seiten bei. Ja. Sehr schön. Die Bücher verlinken wir auf jeden Fall unter diesem Video. Schaut da gerne mal rein. Genauso wie natürlich die Webseite und eure oder deine sozialen Medienprofile. Jetzt hast du schon immer von uns gesprochen. Vielleicht da noch ein kurzer Satz deinerseits dazu. Du machst das Ganze ja nicht alleine. Mit wem machst du das? Und ja, was ist so eure Rollenaufteilung? Ja, genau. Also ich bekomme da wirklich wunderbare Unterstützung von meinem Mann, dem Bruno. Und er ist einfach mir immer zur Hand, wenn ich irgendwelche Hilfe brauche. Er ist auch bei der Ausbildung ein wichtiger Teil, ja, wo er mich da unterstützt. Und so sind wir so dieses Kernteam und mittlerweile haben wir aber auch so schon ein größeres Team, das Elternkunstteam, wo es auch zertifizierte Elternkunstcoaches mit dabei haben, die auch wieder helfen, wenn wir neue Gruppen ausbilden, die dann manchmal eine kleine Gruppe auch übernehmen oder wenn ich mal nicht kann, an einem Live-Call, wo sie dann einspringen für mich. Und das ist auch so schön zu sehen, wie es einfach so wachsen darf und immer größer werden darf. Ja. Sehr schön. Ja, dann vielen lieben Dank schon mal für die ganzen Einblicke in deine Arbeit. Auch die Informationen zur Elternkunst-Ausbildung, zur Coaching-Ausbildung packen wir auf jeden Fall auch unter das Video. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr jetzt Fragen habt zum Thema Elternkunst, die wir noch nicht beantworten konnten in dieser Folge, kommentiert die auch sehr gerne. Da schauen wir auf jeden Fall auch rein und genau Doris ebenfalls, beziehungsweise ansonsten geben wir das weiter und beantworten das auf diesem Wege. Dann, liebe Doris, du darfst gleich noch ein paar Fragen beantworten zum Abschluss. Und zwar, wir machen immer so ein kleines Spiel am Ende, vollende den Satz. Es gibt kein richtig und kein falsch und deswegen einfach frei raus, was diese Begriffe für dich bedeuten. Bist du bereit? Okay. Sehr schön. Und zwar der erste Satz lautet, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich. Das bedeutet für mich ein absolutes Muss. Wenn man mit Kindern zusammen sein will, es geht nicht ohne und ist auch etwas vom Schönsten zugleich, weil man einfach mit sich selber verbinden kann. Ja. Sehr schön. Der zweite Satz lautet, Leben bedeutet für mich. Ach, das ist ein ganz großes Wort, die Liebe. Im Grunde genommen ist die Liebe bedingungslos und trotzdem ist sie es häufig eben nicht. Und für mich gibt es nur die bedingungslose Liebe ohne jegliche Erwartungen. Und das ist auch ein ganz großer Schlüssel, dass eben auch eine Beziehung funktionieren kann, wenn diese Erwartungen wegfallen.
Sehr schön, genau. Mein Satz lautete Leben und nicht Liebe, aber das Lustige ist, dass das tatsächlich häufiger passiert und so missverstanden wird. Und dann ist auch oft die Antwort von wegen, ja, Leben bedeutet Liebe. Insofern korrigiere ich das meistens nicht, sondern Liebe passt genauso gut und deswegen ist es auch eine schöne Definition. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Satz, denn wir sind bei Erfolgsgeflüster, deswegen reden wir jetzt auch noch einmal gezielt über das Wort Erfolg und deswegen lautet der Satz, Erfolg bedeutet für mich. Wenn man einfach sein darf und nichts leisten muss. Schön, schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass du da warst, liebe Doris. Gibt es noch so einen letzten Grußimpuls an alle Eltern da draußen, die zugehört haben? Ja, also wahrt wirklich die Einzigartigkeit und lernt diese Einzigartigkeit zu sehen. Es ist manchmal nicht so einfach, gerade wenn man denkt, oh, ich habe so ein schwieriges Kind. Gibt es nicht schwierige Kinder, ja? Also schaut wirklich hin und findet einfach, ja, dieses Einzigartige bei eurem Kind, weil es wimmelt davon und ich bin sicher, ihr findet es. Sehr schön. Und all diejenigen, die meinen, sie haben doch ein schwieriges Kind, ich glaube, die können sich einfach mal bei dir melden und dann könnt ihr das Ganze mal besprechen und Ja, analysieren. ich freue mich immer auch wieder neue Menschen kennenzulernen. Ja, Perfekt. Dann herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Alle Informationen findet ihr unter diesem Video. Abonniert gerne den Kanal und dann freue ich mich auf nächste Woche mit euch. Macht's gut und bis dann.